Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Banished. Ich habe zu meinem ersten Teil ein bisschen Rückmeldung bekommen, auf die ich dann auch gerne während des Spiels etwas eingehen möchte. Das waren meistens eigentlich nur kleine technische Fragen, die ich auch gerne aufklären möchte. Die Fragen, die mir gestellt worden sind, ist, warum zum Beispiel hier nicht die ganzen Schafe ins Gehege reingegangen sind. Das liegt daran, dass es einfach zu viele Schafe waren. Hier sehen wir, dass es ein Limit von 9 Schafen gibt und wir hatten hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindestens 7 Schafe noch zu viel. Es gab auch noch eine Frage zu den Limits, denn wenn das Limit erreicht ist, hören meine Arbeiter auf, dort zu arbeiten, beziehungsweise was einzusammeln oder zu produzieren. Das wollen wir nicht, das ist etwas unpraktisch, deshalb habe ich die Limits etwas höher gestellt. Auch gab es die Frage, warum ich hier schon die ganzen Sachen vorbaue. Das lag daran, beziehungsweise es liegt daran, dass wenn denn Not am Mann ist, dass ich irgendetwas Bestimmtes brauche, dass ich das zumindest schon platziert habe und dann einfach nur noch bauen lassen muss. Beziehungsweise ich würde tatsächlich auch gleich hier weitermachen, dass einer von den beiden nicht sich dann um die Tiere kümmert, sondern die ganzen Sachen fertig baut. Eine weitere Frage ist, warum ich so oft die englischen Begriffe benutze. Zum Beispiel, dass ich zu den Chickens, zu den Hühnern Chickens sage. Das liegt daran, dass ich so ein kleines Denglisch-Kind bin und ich spiele halt eigentlich grundsätzlich meine Spiele auf Englisch. Deshalb gewöhne ich mir an, die Begriffe auf Englisch zu sagen. Aber ich kann gerne versuchen, das etwas zu reduzieren. Werde ich mir auch ganz viel Mühe geben heute. Dann fangen wir damit an, dass wir einen von den Tieren abziehen und auf Bilder stellen. Beziehungsweise natürlich auf Bauarbeiter, denke ich mal, ist die Übersetzung. Und dann fangen wir hier mit dem Blacksmith, dem Schmied an. Können wir ihn auch ein bisschen beobachten beim Bauen. Da ist das dann auch fertig. Als nächstes lassen wir den dann auch schon mal den Tailor bauen, aber ich denke mal, wir können uns dann auch anderen Sachen zuwenden, wie dass wir zum Beispiel das Wohngebiet etwas planen, weil irgendwo wird dann ja ein bisschen mehr Bevölkerung wohnen wollen und wir brauchen dann auch später noch zum Beispiel Felder zum Anbau von Getreide und ähnlichem. Dann können wir uns mal ein bisschen mehr Übersicht verschaffen und zum Beispiel einige Straßen schon mal ziehen. Natürlich pausieren wir erstmal die Wohnhäuser, denn die sind absolut noch gar nicht vonnöten. Auch schön wie mein Bilder, beziehungsweise mein Bauarbeiter, noch hier gar nicht am Schneider weiterarbeitet. Danke dafür. Sie haben ein zweites Kind. Hallo, Renner. Willkommen auf dieser wunderschönen Welt. Ich werde hier vorne auch bereits schon einmal einen Fischer platzieren, denn das sind wahrscheinlich die effektivsten Nahrungsproduzenten, die es in diesem Spiel gibt. Hier vorne beim Schneider wird zum Glück auch endlich wieder weitergearbeitet, ordentlich. Ist ja schon fast fertig.
können ja einmal kurz ein wenig rumschwenken, wie das Ganze hier aussieht. Funktioniert das diesmal, wenn ich den einen hier abziehe und dann bei den Schafen einteile? Denn es müssen mal wieder ein paar Schafe geschlachtet werden. Ja, diesmal funktioniert's. Ich bin glücklich darüber. Er hat nicht wieder seine Hühner bevorzugt. Dann soll der eine Bauarbeiter sich auch hier vorne an die Gebäude im Wald machen. Auch schön zu sehen, wie das eine kleine Kind seine Mutter immer zur Arbeit begleitet. Da kann er sicherlich viel lernen. Wir sind am Produktionslimit von Nahrung angekommen. Das haben wir auch gerade gesehen, dass er da unten mitgeholfen hat zu bauen. Deswegen werden wir einmal das Limit weiter hochstellen, denn wir haben in unserer Scheune auf jeden Fall eigentlich noch genug Platz für weiteres Essen. Daran zu erkennen, dass es erst 30% voll ist. Jetzt sollte das passen. Ich denke, wenn der Jäger fertig gebaut ist, dann sollten wir einmal kurz jemanden in der Kräuterhütte anstellen, denn wie wir hier oben links sehen, ist die durchschnittliche Gesundheit meiner Einwohner nicht ganz so super. Deshalb ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn sich dann jemand als Kräuterhexe verdingt. Uiuiui. Ihm geht's echt nicht ganz so gut. Und ihr auch nicht. Immerhin geht's den Kindern ganz gut. Naja, geht so. Naja, sie ist noch sehr jung, da kann noch nicht so viel passiert sein. Dann ist die Arbeit für die Bauarbeiter getan. Und dann brauchen wir ein Kräuterhexchen. Können wir auch hier einmal schön im Winter eine kleine Rundtour von diesen 3 Gebäuden machen. Jetzt lassen wir ihn auch mal wieder an seine Hühner ran. Oh, tatsächlich ist es gerade sie, die hier arbeitet. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben ein drittes Kind bekommen. Rolanika. Rolanika? Rolannika? Wie gesagt, ich bin immer wieder fasziniert, was hier für Namen rauskommen. Sie scheinen es mit dem Buchstaben R zu haben. Um einmal eine Funktion noch genauer zu erläutern, gucken wir einmal auf den Woodcutter. Holzkleinmacher. Nein, Holzschneider. Vielleicht hätte ich das Spiel doch auf Deutsch stellen sollen, aber wo wäre denn da der Witz, wenn ich mich nicht zu lächerlich machen würde, dass ich keine englischen Wörter ins Deutsche übersetzen kann. Der nimmt sich aus dem Lager Baumstämme, also rohe, unverarbeitete Baumstämme, die man einfach aus den Bäumen bekommt, und verwandelt die in Feuerholz. Dieses Feuerholz kommt dann wieder ins Lager hier. Und aus diesem Lager holen sich die Haushalte dann in ihren eigenen Vorrat dieses Feuerholz. Aus der Vorratsscheune holen sie sich auch dann das Essen raus. Also hier haben wir Hühnchen, Hammel, Eier und Kartoffeln. Wie viele Kartoffeln haben wir eigentlich noch? 4200. Wir haben auf jeden Fall immer noch sehr viele Kartoffeln. Das Essen wird uns, glaube ich, mal nicht so schnell ausgehen. Zu den Häusern selbst nochmal eine kleine Sache. Im ersten Teil habe ich mich darüber gefreut, dass hier ein Steinhaus steht. Das liegt daran, dass es 2 verschiedene Arten von Häusern gibt. Es gibt einmal die Steinhäuser und es gibt hier unten die Wooden Houses, also die Holzhäuser. Die Holzhäuser brauchen deutlich mehr Feuerholz, um sich warm zu halten. Deshalb ist es ganz gut, dass die Steinhäuser existieren, auch wenn die in den Baukosten etwas teurer sind. Also die Holzhäuser kosten 16 Holz und 8 Stein, während es bei den
Steinhäusern, 24 Holz, 40 Stein und auch 10 Eisen sind. Und wie es mir erscheint, ist zumindest etwas die durchschnittliche Gesundheit meiner Leute hochgegangen. Da haben wir es auch gerade gesehen. Ein halbes Herz haben wir jetzt mehr. Auf dieser positiven Note, denke ich aber, können wir auch das Video zu einem Ende kommen lassen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich auch wie im Teil davor über Feedback freuen. Also alle Anmerkungen, kritischen Kommentare und ähnliches könnt ihr mir dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Das war's. Tschüss, auf Wiedersehen.